Mein Name ist Islam Alia, ich bin Gemeinderat in der Stadt Zürich und ich habe die Geburt erzählt, Barbaressa, da bin ich auch ein bisschen auf dem Rollstuhl. Wenn ich aus dem Haus gehe, nehme ich ein Brot und fahre mit dem Brot zum Büro. Und ich habe auch viele Meetings und viele im Zürich. Und dann benutze ich auch ÖV. Und das mache ich auch mit dem Brot. Wir begegnen im Alltag eigentlich immer Barrieren und Hürden, aber am meisten begegnen mir Hürden im ÖV. Mit den Hürden sind ganz klar auch Stufen, einzelne Stufen und die ganze Treppen. Und vor allem auch so eine Hürde ist besonders eklig. Und das sind nicht bauliche Hürden, das sind die Hürden in die Köpfe der Menschen. Als Assistenz sehe ich, dass ich als laufende Person ganz andere, also ich laufe einfach über die Wege und überlege nichts. Und mit dem Islam muss ich viel mehr überlegen, wo wir durchgehen oder auch welches Tram das wir wirklich nehmen können. Weil es ist auch schon vorgekommen, dass ich gefunden habe, 2 Minuten fahrt das Tram, aber das Tram war nicht rollstuhlgängig. Der Bau unterstützt mich vor allem in meinem beruflichen Alltag, wenn ich auf Augenhöhe muss mit Leuten reden. Das ist eigentlich die Hauptfunktion, die ich mit dem Bau nutze. Und klar, auch wenn ich muss Treppen überwinden, wo kein Lift hat, unterstützt mich der Bau, die Terminals zu überwinden. Also meine Arbeitskollegen nehmen mich anders wahr, als ich den Bau habe, weil ich bin cooler mit dem Bau. Ich werde innovativer angesehen mit dem Bau. Der Bau ist optimal für mich, weil er wie ich innovativ ist. Und auch quasi Zukunft zeigt. Wir brauchen sowohl eine gesellschaftliche Veränderung, aber auch die technische Voraussetzungen, damit wir eine inklusive Gesellschaft haben. Ohne Bau wäre das nicht möglich. Das berufliche Ziel ist als Politiker ganz klar national werden, das Jahr noch. Und damit ich kann in der Behindertenpolitik vorwärts machen. Und dass alle Menschen mit Behinderungen Unterstützung überhören, was sie brauchen.